Wie gesagt, es soll ja nur ein kleines Häuschen werden. Ja, wo wir vielleicht 1, 2, 3. Hier machen wir den Eingangsbereich. Kommst du hier so rein ins Haus. Hier kannst du zum Steg. Eine kleine Seitentür. Hier könnten wir eine kleine Vorratskammer anlegen. Und hier den Kamin, oder? Nee, machen wir hier den Kamin hin. Die zwei Flächen für das Lagerfeuer. Hier so abgerundet. Ja. Schauen wir mal. Also so hätte ich mir das jetzt gut vorstellen können. Jetzt haben wir nicht genügend Eichenstämme, oder was? Ja gut, dann machen wir halt den Anbau in einer anderen Holzfarbe, oder? Auf jeden Fall kommt hier ein kleiner Anbau hin. So ein kleiner Erker für die Lebensmittel. Machen wir das halt in dem Dunklen hier, oder? Nein, auch nicht. Weiß? Nee. Wir lassen es erst einmal. Wir müssen ja nichts überstürzen. Das wird sowieso noch ein langes Unterfangen, also von daher. Wo habe ich denn eigentlich? Die tue ich auch mal woanders hin. Oh, ich depp. Ich sehe gerade was, woran ich nicht mehr gedacht habe. Ähm... Gib mir alle drei gleich. Scheiß drauf. Nein, nicht die. Verarbeiten wir erst einmal die. Das da rein. Das da rein. Okay, ich muss das Feuer in die Hand nehmen, sonst geht's nicht. Schon brennt's. So. Okay. Wird ein bisschen Essen gekocht. Ja. Aber warte mal, könnten wir, während das Essen kocht, vielleicht hier noch ein paar Ziegel wegbrechen? Wollen wir nicht vielleicht von oben anfangen? Ich frage ja nur mal so, ne? Würde vielleicht Sinn machen, von oben zu beginnen. Könnte man meinen. Weil bei den Bäumen haben wir, glaube ich, also, da haben wir ja die Schwerkraft. Aber ich glaube, hier bei den Bauten, da wenn du unten drunter wegbaust, das oben bleibt stehen. Das bricht nicht weg. Aha. Es dauert ja eh noch ein Weilchen, bis das Essen durch ist. Jetzt habt ihr es gesehen, dass das nicht zusammenbricht. Bleibt dann einfach in der Luft stehen. Also bei selbstgebauten bleibt es in der Luft stehen, wenn es naturgewachsen ist, wie Bäume, bricht es zusammen. 0 Uhr. Immer wenn links unten das Fenster aufgeht und die Meldung kommt, wie viele Tage wir noch Zeit haben, bis die Monster kommen, ist ein Zeichen dafür, dass das Spiel gerade auf 0 Uhr nachts ist. Also in-game 0 Uhr.
Ja. Was erzähle ich euch denn jetzt? Ich meine, ich könnte euch ein paar Beauty-Tipps und ein paar Flirt-Tipps geben. Nur auf die kann man sich nicht verlassen. Die haben auch nicht wirklich viel Funktion. Weil zum einen bin ich hässlich wie die Nacht und zum anderen bin ich Single. Also wisst ihr Bescheid, ja. Ich meine, bei mir haben sie schon nicht funktioniert, die Flirt- und Beauty-Tipps. Warum sollen sie dann bei euch funktionieren, wenn ich die euch gebe? Ah, schön. Aber immerhin habe ich mal wieder was Sinnloses gesagt. Ach ja, was ich auch immer gerne gemacht habe, ist mit dieser Erde da unten, ich weiß gar nicht, was man damit überhaupt großartig anstellen kann, aber die habe ich immer als Boden hergenommen. Fand ich, sah irgendwie genial aus, wie so ein Teppichmuster. Sorry, dass es so ruhig ist. Tut mir leid. Ich bin eigentlich gar nicht so ein ruhiger. Man kennt mich doch anders. Normalerweise bin ich geschwätzig wie eine alte wie so ein altes Waschweib. Aber mir fällt gerade nichts ein. Ich meine, ich könnte wieder jammern über ein paar Sachen, aber interessiert euch sowas? Weiß ich nicht. Weil mir ist nämlich gerade durch den Kopf gegangen, weil ja der Hausmeister vorhin auch wieder da war, den sie momentan engagiert haben. Wir haben noch keinen festen Hausmeister, die haben eine Hausmeisterfirma engagiert, die momentan die Leute oder Sanierungsleute, was auch immer, praktisch halt hier ins Haus reinlassen können und in die Wohnungen lassen können. Und der nimmt 90 Euro die Stunde. Und als ich gesagt habe, ich übernehme die Hausmeistertätigkeit gerne, wenn ich dafür die untere Wohnung bekomme, wollten die mich mit 100 Euro im Monat abspeisen. Der Hausmeister, den sie jetzt engagiert haben, der nimmt 90 Euro die Stunde. Es ist ein bisschen mehr Geld, als ich bekommen hätte. Ich habe ja dann gesagt gehabt, also für 450 Euro und die der Miete durch die Miete reduzieren, also sprich weniger Miete für die untere Wohnung, alles kein Problem, kümmere ich mich um alles. Ich meine 450 Euro, das macht der andere in 5 Stunden. Wo ich einen ganzen Monat für Zeit hätte. Und sind wir mal ehrlich, also im Sommer musst du Rasen mähen, musst du Hecke schneiden, musst dich um die Hecke und dein Rasen ja auch anders kümmern, also nicht nur schneiden, es ist ja auch mit Gießen und so weiter. Das heißt, du brauchst also, je nach Wetterverhältnisse kannst du sagen, im Sommer auch mehr wie 5 Stunden im Monat. Und im Winter, überlege mal, selbst wenn es nicht schneit, sondern nur frostig ist, musst du Salz streuen. Wenn es geschneit hat, musst du Schnee schieben. Im Winter, da brauchst du auch mehr wie 5 Stunden im Monat. Und das gehört ja alles dazu. Und das sind jetzt nur die wichtigsten Sachen, die gemacht werden müssen. Da ist jetzt noch kein Treppenhaus mal streichen oder ach, keine Ahnung, was Kaminkehrer reinlassen ist eine Arbeit von 2 Minuten. Nein. Es gibt aber auch andere Tätigkeiten, die eventuell auch nochmal Zeit in Anspruch nehmen würden. Die sind da noch gar nicht mit drin. Die fallen jetzt zwar nicht regelmäßig an, aber können durchaus mal anfallen.
Ja, ich weiß noch nicht. Ich muss dem das irgendwie schmackhaft machen, dass der mich in die untere Wohnung einziehen lässt, aber auch, wie gesagt, das mit der Hausmeisterei. Ich meine, ich reiß mich nicht unbedingt um den Job, aber ich müsste den Job dann übernehmen, schon allein aus Kostengründen der Miete. Weil ich bin zwar hier Kerzenhersteller und so weiter, Selbstständigkeit, aber die fruchtet ja noch nicht so gut. Ja. Und somit bekomme ich ja Hilfe vom Amt, also Unterstützung. Und da wird halt natürlich alles angerechnet. Und eine Miete von, keine Ahnung, vielleicht 800 Euro oder so, würden die wahrscheinlich für einen Alleinstehenden dann nicht übernehmen. Deswegen wäre es von Vorteil, je nachdem wie hoch die Miete ausfällt, würde ich halt so den Hausmeisterjob drehen, dass ich auf 500 Euro Miete komme. Weil 500 Euro werden mir jetzt bezahlt. Wenn ich mehr Quadratmeter zum gleichen Preis bekomme, wen soll's stören? Solange die Miete die nicht steigt. So. Nehmen wir mal die Schaufel, machen mal die Erde-Dinger weg. Vielleicht ist ja einer von den Zuschauern zufällig beruflich Hausmeister und könnte mir sagen, ob das okay ginge. Ob so eine Wohnung mehr wie 450 Euro kosten würde oder 400 Euro oder keine Ahnung. Auf jeden Fall definitiv mehr wie 100 Euro. Da bin ich mir sehr sicher. Also ich glaube nicht, dass eine Hausmeisterei oder Hausmeistertätigkeit nur 100 Euro im Monat bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Und ich kann mir schon viel vorstellen, ne? Davon ab. So. Wenn wir dann mehr Licht haben, würde ich... Wie viele sind denn da noch drin? Ist eh nur noch einer, aber egal. Mit mehr Licht. Irgendwo hier in der Gegend gibt es Torf. Da würde ich mal ein bisschen Torf einsammeln gehen. Und mal nach Hause schaffen. Eventuell bei den anderen, wo wir nur das obere Ding vom Schild weggemacht haben, vielleicht noch die Wurzel mitnehmen, damit wir noch was zu essen haben. So, jetzt könnte ich schon mal hier mit dem Bodenbereich anfangen, so wie ich mir das vorgestellt hätte. So. Bleib doch da oben. Ja. Ja, da rutscht nichts nach, ne? Aber das ist jetzt nicht nachteilig, man meint ich das jetzt nicht, sondern hier rutscht halt nichts nach. So, jetzt pass auf, hier draußen. Jetzt muss ich gucken, wie das geht. Wenn ich das so anpinne. Ja. Nee, warte mal. Ja, so. Hier brauchen wir schon die großen. Fällt mir gerade ein. Dann eventuell hier nochmal so einen flachen dagegen. Ja, so ungefähr. Hier würde dann das Lagerfeuer drauf kommen. Da können wir einen großen einsetzen, weil der speziell geschnitten werden muss. Da wieder den großen drauf. Da wieder den kleinen dran. Da.
kommen da wieder die großen drauf. So, wie mache ich das jetzt? Warte mal, kann ich F drücken? Nee. Ich dachte, ich könnte die Rotation beibehalten. Wahrscheinlich muss ich es so machen, dass ich hier erstmal so provisorische Blöcke dran setze. Anders geht's, glaube ich, nicht. Hier kommen die 2 Lagerfeuer drauf. Also das bleibt nicht alles so kantig. Irgendwann haben wir diesen Meißelblock oder wie der da heißt. Damit können wir die Blöcke dann richtig schön geil verarbeiten. Verändern. Also und hier habe ich mir überlegt gehabt, hier gehen wir ein bisschen raus. Wir brauchen gar nicht viel raus. Fällt mir gerade ein. Stimmt. Das reicht ja schon. Das reicht ja schon völlig aus. Dann machen wir das so. Nein. Ja, jetzt wo man spezielles Werkzeug braucht, weiß ich nicht, wie das... War das schon immer mit der Rotation so, dass man die so dran blocken musste? Bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Dann hast du hier so deine Wand. Also das ist sowieso der letzte mit dem Ziegelwerk. Oder? Hier machen wir die Doppeltür, wie gesagt. Hier kommt eine Treppe hin. Haben wir eigentlich schon Stufen? Stufen haben wir, ja. Ich meine Treppe. Nee, ne? Nee. Und hier waren auch keine, ne? Aktuell nicht, nö. Das sind alles wieder feste Blöcke. Guck mal, jetzt haben wir die komplette Nacht rumgekriegt, ha? So schnell kann es gehen. Diesmal waren wir nicht schlafen, weil dank Fackel sehen wir ja auch endlich was. Das sind jetzt nur die normalen Blöcke, die lasse ich mal jetzt mal drin. Gucken wir jetzt mal hier weiter. Hier sind nur diese Stufendinger, aber keine Treppen. Warum? Da ist eine. Eine einzige. Wow. Vielleicht habe ich Glück und es sind 2. Ja, es sind 2. Also wie viel Glück kann man haben? Ich brauche nämlich genau nur 2 Stück. Achso, jetzt habe ich ganz vergessen, dass wir zur Seite raus den Steg machen wollten am Haus. Alles eingesammelt, was so rumflattert hat? Ja. Dass wir mal das Zeug, was hier draußen ist, endlich mal ins Haus kriegen. Guck mal, ja, ne? Zack, zack. Und wo haben wir gesagt gehabt? Hier? Oder hier den Steg? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir noch auf der Seite... Ob wir vielleicht es so machen, auf der Seite den Erker rausbauen. So wie ich es auf der anderen Seite gemacht habe. Wo wir ein paar Kisten und für Lebensmittel und so deponieren können. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ah ja, genau. Im Ganzen raus. Und
hier haben wir den halben dran gelehnt, ne? Genau. Und auf der anderen Seite würde ich sogar einen ganzen Raum rausziehen. Nicht nur so ein bisschen hier. Und den Raum würde ich auch nicht an dieser Stelle direkt machen, sondern mittig. Sag ich euch gleich. Seht ihr ja gleich. Müssen wir ja sowieso machen. Mensch, ich wollte doch Torf sammeln gehen. Müssen wir auch noch machen. So, das mache ich noch schnell. Das hier. Dann die Andeutung des zweiten Zimmers. Hier. Entschuldigung. Wir brauchen ja ein Zimmer, wo wir unser Bett unterbringen. Und das würde ich hier machen. 1, 2, 3. Nein. Ja doch. 1, 2, 3. So, das hier machen wir dicht. Ganz normal. Und wie gesagt, da kommt dann der Erker dran. Da kommt der Bereich, wo wir die Lebensmittel lagern können. So ein kleiner Abstellraum oder was auch immer. Also es wird ja kein ganzer Raum, es wird ja nur so eine Nische. Hier machen wir noch ein Zimmer, wo wir unser Bett reinbauen. Und hier bauen wir den Steg hin. Wie wir den Steg allerdings bauen, weiß ich noch nicht. Ich würde nämlich jetzt erstmal nichts machen. Weil wir werden das mit Holz irgendwie anbauen. Ich habe noch keine genaue Ahnung wie. Da lasse ich mich überraschen. Eigentlich wollte ich ja jetzt ab der Höhe dann mit einem anderen Material weiterbauen. Aber wir haben zurzeit nichts anderes. Oh, was mache ich denn? Da wir aktuell ja nichts anderes haben. So, da kommt die Tür. Hier kommt eine Tür. Hier haben wir ein offenes, großes Zimmer. Ach, das wird schon schön. Schön klein, gemütlich, weil wie gesagt, in diesem Haus brauchen wir nicht viel. Dann könnten wir hier an die Seite, wenn ich das Zimmer vielleicht hier vorne ansetze, sogar im vorderen Bereich statt hier in der Mitte, könnten wir hier den hinteren, größeren Bereich für unsere Kräuterdingens benutzen. Aber ich sehe gerade, wir haben 3 Minuten überzogen, weil ich würde mal ein kurzes Päuschen machen. Ich muss mal aufs Töpfchen, ich muss nach dem Rechten im Haus schauen. Ja, es sind immer kleine Pausen mit drin. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle, bedanke mich wieder, dass ihr dabei wart. Wie gewöhnlich. Also nicht gewöhnlich, dass ihr dabei wart, sondern wie gewöhnlich meine Ansagen. Passt bitte schön auf euch auf, bleibt mir gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.